Wenn ein Land einheimische Produkte herstellt, dann haben Währungsschwankungen gegenüber Fremdwährungen keinen Einfluss auf die Kaufkraft der Bürger im Land. Die Preise bleiben unverändert und die Menschen in der Türkei erfahren diesbezüglich keine Veränderung. Erst der Handel mit dem Ausland würde bei einer Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem Dollar und deren Einflusswährungen zum Tragen kommen. Staaten treiben Handel mit dem Ausland. Dabei werden Währungen auf dem Devisenmarkt gehandelt. Mit Angebot und Nachfrage entsteht hier ein Wechselkurs. Der Wechselkurs bestimmt die Konkurrenzfähigkeit zwischen den Ländern. Die Zentralbanken versuchen ihre eigenen Währungen mit Abwertung oder Aufwertung zu stabilisieren und in ein wirtschaftliches Gleichgewicht zu bringen. Die Stabilisierung der Währung ist das Ziel. Zentralbanken möchten, dass die Preise von Waren im eigenen Land nicht sinken, aber auch nicht teurer werden. Die Türkei möchten ihre produzierten Waren exportieren. Länder wie die Türkei, welche mehr Güter exportieren möchten, entscheiden sich eher für eine Abwertung der Währung. Eine Aufwertung der Währung würde die Waren gegenüber dem Ausland verteuern. Der Vorteil bei einer Abwertung ist, dass die Exportware aus der Türkei für die USA und Deutschland günstiger werden und so die Nachfrage vom Ausland gesteigert wird. Durch eine Abwertung der Lira kann die Türkei noch mehr Waren exportieren. Deutsche können so günstig in der Türkei Urlaub machen, und Waren sind für Deutsche in der Türkei günstiger zu kaufen. So wächst die Wirtschaft der Türkei jedes Jahr um durchschnittlich 7%, denn es werden immer mehr Exportgüter produziert. Die Abwertung der Währung darf aber nicht zu schnell oder zu stark sein. Sonst kann das Gleichgewicht der Wirtschaft gestört werden. Die Zentralbanken der jeweiligen Währungen können das entsprechend regulieren. Die Abwertung der Lira gegenüber dem Dollar oder Euro hat aber auch Nachteile. Wenn Türken von Deutschland oder den USA Waren kaufen möchten, dann wird es teuer für sie. Türken sind ein sehr konsumfreudiges Volk. Deshalb haben die Türken, die sehr gerne auch im Ausland shoppen, mehr Produkte aus Asien importiert. Denn in Staaten, wo die Währung gegenüber der Lira nicht aufwertet, bleiben die Preise stabil. Ob die Wertzunahme des Euro für Deutschland ein Vorteil ist, das wäre zu überlegen. Die Türkei hat sich das Ziel gesetzt, bis 2023 zu den 10 stärksten Wirtschaftsnationen aufzusteigen. Ob die Türkei dieses Ziel trotz der manipulativen Einflüsse vom Ausland erreichen kann, das wird sich zeigen. Die Türkei hält am Ziel fest und steigert die Wirtschaftsleistung jedes Jahr. Und jedes Jahr verringert sie die Abhängigkeit der Türkei zum Dollar und setzt auf Gold.